Johann Wolfgang von Goethe sagte zu seinem Freund Johann Peter Eckermann: Du brauchst 100 Häuser, aber du kannst nur in einem wohnen. Du brauchst 100 Brieftaschen, aber du kannst nur ein Stück Brot essen. Goethe betonte damit, wie wichtig es ist, das zu priorisieren, was im Leben wirklich von Bedeutung ist und sich nicht im Streben nach übermäßigem Reichtum oder Besitz zu verlieren. Das gilt nicht nur für materielles Vermögen, sondern auch, halten Sie sich fest, für unsere Gehirnzellen. Weniger ist mehr. Glücklicherweise ist der Verzicht darauf in unseren Genen vorprogrammiert, auch wenn sich das für Sie jetzt sicher ein bisschen schräg anhört. Im Alter von nur 18 Monaten hat jeder von uns so viele Milliarden Gehirnzellen und Synapsen, dass Albert Einstein im Erwachsenenalter vor Neid erblassen würde, erführe er davon. Innerhalb von nur 1,5 Jahren entfaltet sich das volle Potenzial des Babys beinahe explosionsartig. Dann ist alles möglich. Die Muttersprache zu lernen, gleich noch eine weitere dazu, ach was, warum nicht 2? Das Kind saugt alles Wissen auf wie ein Schwamm und es hat die Fähigkeit und Kapazitäten dafür. Das ist der Höhepunkt seiner Entwicklung. Mehr kommt nicht. Bis dahin sollte es die wichtigsten Fähigkeiten der Selbstregulierung kennengelernt haben, sonst wird nichts aus den ganzen schönen Synapsen. Das ist nämlich das große Manko nach der Geburt. Das Kind kann nicht mit Gefühlen umgehen. Es kann Sensationen und Emotionen nicht voneinander unterscheiden. Mein Bauch tut weh, lässt die Alarmglocken im Gehirn schrillen. Ich bin einsam, tut dasselbe. Tatsächlich wird beides im selben Schmerzzentrum wahrgenommen, körperlicher wie emotionaler Schmerz. Wie man damit umgehen kann, wird durch das Vorbild der Eltern gelernt. Die sollten gefestigt und geerdet sein, ruhig und liebevoll und das durch Körpersprache, Stimme und Berührung an das Kind weitergeben. Irgendwann wird es damit beginnen, diese Lektionen innerlich umzusetzen und selbst auszuführen und sie eines Tages an den eigenen Nachwuchs weitergeben. Für emotionale Krisen, die wir so gerne mit unseren Blütenessenzen lindern, können 2 Faktoren ausschlaggebend sein. Zum einen wäre da die Vernachlässigung. Wenn die Eltern selbst gestresst sind, nicht ausreichend Zeit für ihre Kinder haben, sie nicht oft genug in den Arm nehmen, führt das immer auch zu einer Erhöhung des ohnehin schon im Kind wirkenden Stresses. Sein Organismus stellt sich auf Daueralarm ein. Bestimmte Neurotransmitter wie das sogenannte Kuschel- oder Bindungshormon Oxytocin werden nicht oft genug abgerufen und daher als weniger wichtig bewertet. Adrenalin und Noradrenalin, die Stresshormone, werden häufig benötigt, die sind also wichtig und werden gefördert. Genauso wie die Muttersprache wichtig ist und gefördert wird und andere Sprachen vernachlässigt, wenn man sie nicht regelmäßig hört. Bleibt die Zuwendung, das Streicheln, Knuddeln, Spielen und Singen aus, wird der Stress so groß, dass er die Kinder tötet. Wörtlich. Kein Kontakt, kein Leben. Aber gehen wir mal nicht vom Schlimmsten aus, dann sehen wir doch, dass Kinder, denen die notwendige Zuwendung vorenthalten wurde, dadurch fürs Leben geprägt werden. Denn im Alter von 18 Monaten setzt das sogenannte Synaptic Pruning ein. Nervenzellen werden abgebaut und Synapsen abgeschaltet. Was bleibt, ist ein Muster aus Verbindungen, die man in seinen ersten Lebensmonaten als wichtig eingeschätzt hat. Wenig aktive Oxytocin produzierende Zellen sorgen für einen Mangel an Bindungsgefühlen in zukünftigen Beziehungen. Die wurden jedoch nur durch die gefühlte Unwichtigkeit reduziert. Dopamin produzierende Zellen hingegen werden überdies aktiv von den Stresshormonen bekämpft.
Deren Verlust sorgt für reduzierte Motivation, Lernprobleme, Entscheidungsschwierigkeiten, überhaupt weniger Lebensfreude und dadurch erhöhte Anfälligkeit für Drogengebrauch. Denn jede Droge aktiviert die verbliebene Dopaminproduktion. Schon kurzfristige Abwesenheit der Bezugspersonen, ja die Vermeidung von Blickkontakt, verändert die Hormonlevel in Babys System. Da sich das ja niemals vollkommen vermeiden lässt, stellt es wohl die erste Stresserfahrung im Leben dar und könnte vielleicht als eine Art Resilienztraining gedeutet werden. Das, was so viele im materiellen Leben suchen, Abundance, ist in Bezug auf unser Nervensystem eher ungünstig. Wie Goethe schon wusste, du kannst nur ein Brot essen. Isst du trotzdem immer mehr, wird dir schlecht. Versuchst du dein Gehirn zu pimpen, geht's dir genauso. Manchmal ist Mäßigung Trumpf. Wildwuchs kann zurückgeschnitten werden und dadurch die Schönheit des Wesens erst zum Vorschein bringen. Doch das Tollste ist, unser Gehirn ist veränderbar. Jede neue Erfahrung schafft auch neue Synapsen. Erfahrungen, die man als Kind nicht hatte, kann man später noch nachholen. Verhaltensweisen, mit denen man sich selbst sabotiert, kann man modifizieren. Es gilt die allgemeine Regel: Kaputt machen geht schnell und leicht, aufbauen ist mühsam und dauert. Weshalb sogenannte Kurzzeittherapien oft mehr versprechen, als sie halten können. Entscheidend ist daher, ganz gleich, welche Methode inneren Wachstums man anwenden möchte, bau Geduld mit ein. Sei nicht frustriert, wenn es nicht sofort klappt oder es Rückfälle gibt. Wenn sich Hindernisse vor einem aufbauen, die einen nur allzu leicht in alte, unvertraute Muster zurückfallen lassen. Es heißt, Gewohnheiten zu ändern, braucht es 3 Wochen. Wie lange es dauert, bis man seine Identität ändert, das hat noch niemand berechnet. Wobei die Identität nur die Summe der Eigenschaften, Talente und Gewohnheiten ist, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt als solche definiert. Und bloß der letzte Teil, also die Gewohnheiten, lässt sich bewusst umwandeln. Es geht ja nicht darum, sich selbst aufzugeben. Nur die Teile seiner selbst, die einen einschränken, behindern und blockieren, durch solche zu ersetzen, die man günstigenfalls schon viel früher hätte entwickeln können. Dabei können uns 2 Blütenmischungen behilflich sein. Die erste heißt Safe Child. Man hätte sie auch Inner Child nennen können, aber der Name war schon besetzt von der Essenz, die ich in einem Augenblick noch besprechen möchte. Safe Child meint den Zustand der Geborgenheit, in dem alles möglich ist, auch Chinesisch lernen, während man im gestressten und unsicheren Zustand viel weniger seiner potenziellen Intelligenz nutzt und selbst in seiner Muttersprache nur ein kleineres Vokabular entwickelt. Wenn halt nicht mit einem gesprochen wird, woher soll es dann auch kommen? Zeiten von Wachstum und Veränderung sind Zeiten der Verwundbarkeit. Wenn nichts fest verankert ist, kann die Richtung leicht geändert werden. Jemanden umzuwerfen ist leichter, wenn er in der Entwicklung ist und sich fortwährend verändert. Die Möglichkeiten, etwas Falsches zu tun, sind unendlich. Dazu ist es nicht einmal nötig, es bös zu meinen oder zu überreagieren oder selbst in einer Krise zu sein, um einem Kind einen ordentlichen Schlag zu versetzen. Und von all der Fragilität wird dann auch noch ein großer Teil zurückgeschnitten in der Synaptic Pruning Phase. In der verletzlichen Zeit ist der Schutz am wichtigsten. Dafür wurde die Safe Child Formel zusammengestellt. Sie bietet Kindern und Jugendlichen Sicherheit in Zeiten der Veränderung und Verwundbarkeit. Es ist nicht leicht, einen gesunden Mittelweg zwischen Schutz und Freiheit zu finden. In vielen Situationen muss man schnell und spontan entscheiden. Eltern sind in der Regel auch noch inkonsequent. Das mag man bedauern, es bietet dem Kind jedoch auch die Chance zu eigenen Einsichten und Erkenntnissen.
Manchmal lässt man sein Kind mit etwas durchkommen, was man normalerweise nicht akzeptieren würde, wenn man weniger erschöpft und für Streitereien zu müde ist. Das Kind erfährt generell und immer ein gewisses Maß an Unsicherheit, selbst unter den besten Umständen und bei allergrößter Liebe und Sorge, die man ihm nur bieten kann. Um den Neulingen auf dieser Erde die größtmögliche Vielfalt an Erfahrungen und Gelegenheiten zu lernen zu bewahren, müssen sie auch gestatten, Krisen zu erleben. Bevor wir lernen aufzustehen, müssen wir erst mal hinfallen. Übermäßige Sorge, Schutz und Förderung beeinflussen ebenso wie die Vernachlässigung die Entwicklung des Kindes. Und nicht alles, was gut gemeint ist, wirkt sich letztlich auch gut aus. Es ist schwierig, Kinder zu erziehen, und zu den vielen grundlegenden Aufgaben der Elternschaft gehört es eben auch, Fehler zu machen. Kinder sollten die Chance erhalten, aus den Fehlern anderer zu lernen. Entscheidend ist eine solide Basis der Sicherheit, der Geborgenheit und des Geliebtwerdens. Egal, ob ich schreie, weil meine Windel voll ist, oder ob ich einen riesen Aufstand mache, weil der Supermarkt die leckersten Dinge genau in meiner Augenhöhe platziert und die böse Mama findet, ich hätte schon genug davon gehabt. Mit Safe Child lotsen Sie Ihr Kind ebenso sicher durch schwierige Zeiten wie Ihr inneres Kind in Erwachsenenzeiten. Die Mischung enthält Angelika. Die Blüte steht für den Schutz von oben sozusagen, den spirituellen Schutz. Glockenheide bringt den Außenseitern oder solchen, die sich so fühlen, das Gemeinschaftsgefühl und die Fähigkeit, Kontakt zu finden. Rosa Schafgarbe schützt vor fremden Gefühlen, schützt die eigenen Gefühle und beruhigt sie. Zenir holt das Lachen zurück ins Leben. Und das zottige Weidenröschen heilt die Verletzungen des inneren Kindes. Die Blütenmischung Inner Child bezieht sich dagegen auf die Wahrnehmungen des inneren Kindes mit all ihren Besonderheiten und Eigenarten. Das Synaptic Pruning wirkt sich nämlich auch auf die Sinneswahrnehmungen aus. Sind im Mutterleib Geruchs- und Geschmackssinn noch identisch, sorgt der Rückschnitt der Synapsen im Laufe des Aufwachsens dafür, dass diese Verbindungen gekappt werden. Wenngleich nicht 100% vollständig, wie der gleichzeitige Verlust von Geruch und Geschmack bei Covid-Infizierten bewies. Wo sich beim Rückschnitt Fehler, wenn man sie als solche bezeichnen möchte, einschleichen, bleiben sinnliche Verknüpfungen bestehen. Manche Menschen können ihr Leben lang Klänge sehen, andere fühlen sie ihr Leben lang. Man nennt das Synästhesie, die im Normalfall innerhalb der ersten 5 Lebensjahre verschwindet. Aber wie gesagt, nicht bei allen. Es erklärt aber die ganzheitliche Wahrnehmung bei Kleinkindern. Alles wird mit dem ganzen Körper erlebt. Und der ganze Körper reagiert auch, was es den Erwachsenen manchmal schwer macht, ihre Kinder und deren Verhalten zu verstehen. Um sich aber mit dem eigenen inneren Kind zu verständigen und so nötig zu vertragen, kann es hilfreich sein, deren Wahrnehmung nicht nur zu begreifen, sondern auch zu übernehmen. Nur so erkennt man, dass das Kind nicht schrie, um einen zu nerven, sondern weil es echte Not litt. Oberflächlich betrachtet war alles in Ordnung. Das Baby hatte es warm, war satt, vielleicht gab es auch was Schönes und Interessantes zu sehen, ein glitzerndes Mobile vielleicht und einen Teddy zum Knuffeln, und doch heulte es. Vielleicht war es Einsamkeit, die ihm wehtat. Der Name Inner Child Mischung bezieht sich demnach konkret auf die originale Wahrnehmung von Kindern und sogar Ungeborenen. Die darin enthaltenen Einzelblüten regen alle Sinne an und vereinen sie zu ganzheitlichen Eindrücken. Ihre Aktivierung ermöglicht, sich selbst als Ganzes zu erfahren. Und nicht nur das, sich auch als Einheit mit der Welt zu erfahren. Kurzum, das Erleben ursprünglich zu machen.
Wem das dienen könnte? Nun, ich denke da zunächst an Menschen, deren Wahrnehmung in irgendeiner Weise eingeschränkt ist, egal ob es sich um das Sehen, Hören oder Tasten handelt. Aber auch an solche, die sich isoliert fühlen, an Außenseiter, an Menschen, die ihre Möglichkeiten nicht nutzen, sie vielleicht gar nicht einmal erkennen. Personen, die sich nach Gemeinschaft sehnen, aber nicht wissen, wie sie erreichen können. Solche, die verletzt oder gar gequält wurden, denen kindliche Freude verwehrt blieb. Enthalten sind in dieser Mischung die Bergflockenblume als die Blüte der Haut und der Hautempfindungen. Das Lauchkraut dient dem Riechen und Schmecken. Die Ringelblume verbessert das Hören, während die wilde Möhre dem Sehen dient. Die strahlenlose Kamille fördert unser Körperbewusstsein und die Bougainvillea schließlich sorgt für die Vereinigung aller genannter Qualitäten. Sie stimmt sie aufeinander ab und macht einen offen für neue Erfahrungen.